lohnen sich Flohmärkte noch? Findet man da noch was? Sind Flohmärkte tot? Die Gedanken habe ich mir gemacht, nachdem ich jetzt auf den letzten 2 Flohmärkten war. Was ich da gefunden habe, ich habe ein bisschen was gefunden. Ansonsten, ich war auf eBay Kleinanzeigen oder auf eBay fündig geworden. Was ich mir da alles Neues geholt habe, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja Leute, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so auf Facebook oder Instagram durchscrollt oder auch andere Flohmarktvideos seht. Ich sehe immer, wie die Leute massenhaft Sachen finden oder Sachen irgendwo rausziehen etc., ihre Funde präsentieren. Bei mir ist das irgendwie anders geworden. Die letzten Flohmärkte waren sehr überschaubar generell dieses Jahr. Ich habe nicht wirklich viel gefunden. Mein Sammelgebiet hat sich ja nicht wirklich so geändert, was Vintage oder was alte Sachen angeht, die man normalerweise auf Flohmärkten findet oder die dort zu finden sein sollen. Aber ich finde da relativ wenig in letzter Zeit. Vielleicht liegt das auch am Gebiet. Ich bin auch immer relativ früh auf dem Flohmarkt. Ja, ich komme hier aus dem schönen Mittelhessen, sage ich jetzt mal. Ja, also rund um Frankfurt. Da gibt es einige Flohmärkte. Aber finden tue ich da nicht wirklich was im Gegensatz zu vielen, glaube ich, die mehr in Richtung NRW und so weiter auf Flohmarktsuche gehen. Keine Ahnung, ob es da noch mehr Sachen irgendwie auf dem Dachboden etc. gibt. Wie ihr wisst, ich gehe immer gerne auf Flohmärkte oder doch auf Flohmärkte und gehe dann an Stände von Leuten, wo ich halt sehe, das sind wirklich private. Also ich mag nicht so wirklich diese gewerblichen Verkäufer, die da auf dem Flohmarkt versuchen, dir irgendwie alles für utopische eBay-Preise anzubieten. Und davon werden es hier auch irgendwie immer weniger. Nichtsdestotrotz, ich habe ein bisschen was gefunden. Ihr könnt ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, wie bei euch so die Ausbeute ist. Und ich möchte anfangen mit einem, bevor ich euch die Sachen vom letzten Flohmarkt zeige, mit einem eBay-Fund, der mir sehr viel Freude bereitet. Denn ich habe für relativ günstig, finde ich, was Tolles gefunden. Und zwar aus der Big Jim Toyline habe ich den Gorilla bekommen, den ich schon etwas länger gesucht habe, aber der war mir immer zu teuer. Ja, dieser Big Jim Gorilla wird online wirklich gehandelt. Ich sage jetzt mal einfach zwischen 30, ja, wenn es gut läuft, zwischen 30 und 50, 60 Euro aufwärts. Das ist toll. Ich kann hier so, der macht ja hier diese Bewegung hier, finde ich total klasse. Ist von 1973. Mattel 1973 steht hinten drauf. Und Leute, der ist 50 Jahre alt. Ein 50 Jahre alter Gorilla. Ich hoffe, das sieht man hier gut. Auch das Gesicht ist wunderschön. Also die Zähne, der Rachen, die Zunge und so weiter ist sehr, sehr schön noch. Also es ist eigentlich kein Farbabrieb. Ja. Ist noch ein bisschen staubig, den mache ich noch sauber. Aber ist ein, finde ich, ein relativ, wenn man das sagen kann, gefragtes Stück. Auch ein Stück Toy-Geschichte, die ja eigentlich bei den Masters of the Universe Figuren in den 80er Jahren Verwendung finden sollte. Denn es war ja geplant, dass diese Figur, oder es gab Konzeptzeichnungen, glaube ich auch schon, dass diese Figur ummodelliert wird, gelb-grün angemalt wird und als Gigor neu rauskommt oder Gigor neu rauskommt als Figur aus dem Masters of the Universe Universum. Das ist ja nicht mehr passiert. Also die Figur gab es damals als Vintage-Figur nicht. Ich glaube, die kam bei den Classics dann raus. Aber das hier war eigentlich, wie es bei vielen Sachen ist, bei Masters of the oder bei einigen Sachen ist bei Masters of the Universe, es sollte wieder was von Big Jim verwurstet werden, wie auch zum Beispiel der Adler etc. Die wurden ja auch nur umgemalt und das sollte hier genauso passieren. Den habe ich für relativ günstiges Geld bekommen. Ich blende es euch mal kurz ein. Den habe ich ersteigert für 18 Euro inklusive Versand. Ich denke, da kann man nichts sagen und ich denke mir, weil der Grund, wieso der so günstig weggegangen ist, halt einfach die Beschreibung, die der Verkäufer reingesetzt hat. Er hat irgendwie nicht Godzilla, das war jemand anders. Er hat King Kong reingeschrieben, Spielzeug irgendwie 70er. Ich blende es euch hier ein. Da hat wohl nicht jeder so gesucht, sage ich mal. Ja. Ich habe da so ein paar Suchkriterien, die ich immer eingebe, ja, so ein paar Suchwörter und da ist der mit aufgepoppt und der ist jetzt in meiner Sammlung, finde ich richtig toll und ja, ist jetzt so wieder seit langem mal wieder was von Big Jim, was in die Sammlung gewandert ist.
Ihr könnt es immer in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Figur findet, wie ihr den Preis findet. Wie gesagt, es ist ein 50 Jahre altes Spielzeug. So, den wollte ich euch vorab zeigen, den guten Big Jim Gorilla. Jetzt kommen wir zum letzten Flohmarkt, zu der letzten Flohmarktausbeute. Das gab ein paar Kleinigkeiten und ich fange an mit dem größten davon. Und zwar habe ich hier einen Dinosaurier aus der Jurassic Park Reihe. Der ist von 1997, also müsste der von Jurassic Park Vergessene Welt, also Lost World, vom zweiten Teil sein. Und das ist dieser Headknocker, das heißt, ich habe hier neben einen Knopf. Und wenn ich dann drauf drücke, dann geht der Kopf runter und ich kann was rammen. Ja, sehr schöner Zustand, eigentlich so gut wie kein Farbabrieb, habe ich mitgenommen für 2 Euro. Dann, da brauche ich eure Hilfe, weil da bin ich gespannt, ob das jemand von meinen Zuschauern weiß. Und zwar habe ich hier ein, das sieht man, wie mache ich das denn am besten? So ein Batmobil, ja, aus der Batman 60er Jahre Serie. Ja, es ist eindeutig das Batmobil. Die Figuren, ich gucke mal, ob ich auch Bilder einblende, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht, sind irgendwelche Rennfahrer, also da haben sie keinen Batman reingesetzt, meine ich. Und an der Tür, das sieht man wahrscheinlich überhaupt nicht, auf der Tür ist das Batmobil oder das Batman-Logo drauf. Ja, es ist ein ganz, ich sage jetzt einfach mal, billiger Kunststoff. Ja, die Räder sind auch aus Kunststoff gemacht, es ist unten hohl. Ja, habe ich in der Krabbelkiste für 1 Euro mitgenommen. Fand ich sehr witzig, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Ich denke mal, das ist aus den 60er, 70er Jahren. Wenn es jemand von euch weiß, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Da würde ich gerne über das Auto mehr erfahren. Dann habe ich noch in der Krabbelkiste habe ich etwas gefunden. Und zwar habe ich hier diese, oh Gott, diese Palomino heißen sie, glaube ich, Pferde gefunden. Die waren ja bei C&A früher ja, gang und gäbe ich glaube, es war ausschließlich an Kinderkleidung, glaube ich. Die haben alle so ein Loch hier oben am Hals und die haben halt immer waren immer an den Hosen etc. dran, teilweise an den Pullovern und so weiter bei C&A. Und da habe ich früher einige von gehabt. Die waren jetzt alle in so einer Plastiktüte hier drin. Es sind insgesamt 5 Stück. Kann ich dir so zeigen. Es sind hier 5 Stück, die ich hier bekommen habe. Finde ich ganz lustig, ganz witzig. Die 5 Stück haben mich 2 Euro gekostet. Und da dachte ich mir auch, komm, die nimmst du einfach mit. Und dann schwenken wir mal kurz zum Aldi. Ja, ich denke jetzt auch, wie kommt der jetzt auf den Aldi? Aber nee, da habe ich an der Kasse gestanden, habe mir was gekauft und habe meinen Wocheneinkauf gemacht. Und an der Kasse haben die ja öfters mal so Schütten, wo halt Hot Wheels drin sind. Und da habe ich mir noch ein Hot Wheels Auto geholt gehabt. Zeige ich euch auch nochmal hier. Und zwar auch wieder ein Batmobil, finde ich ganz passend jetzt. Deswegen zeige ich es hier zu dem Flohmarktfund. Ja, dieses kleine zusammengestauchte Batmobil. Das ist jetzt keine Chase-Variante oder wie die Dinger halt heißen, ja, aber ich finde es immer lustig und die kosten da, glaube ich, 1,50 oder sowas an der Kasse. Ja, den habe ich noch nicht gehabt. Ich finde den sehr witzig mit der Farbgebung, ja, also orange Scheiben, orange Streifen etc. Finde ich, sieht sehr witzig aus und vor allem dieses kleine zusammengestauchte finde ich sehr toll. Rückseite ist wie immer sehr, sehr unspektakulär hier bei den Hot Wheels. Aber dachte mir, für 1,50 Euro nimmst du den auch mit. Und dann geht es direkt weiter also wir bleiben bei Batman nochmal. Es ist ganz schön Batman-lastig, merke ich gerade hier. Der neue Flash-Film kommt ja demnächst ins Kino und es ist ja, also anhand von Trailer und anhand von der Werbung, die gemacht wird, ist es ja ein halber Batman-Film. Ja, natürlich aus dem Grund, der Hype ist halt groß, weil Michael Keaton wieder als Batman zurückkommt. Hat den Batman in dem 89er, meinem Lieblings-Batman-Film, 89 und 92 in den Tim Burton-Filmen den Batman verkörpert. Und jetzt habe ich dieses Heft, dieses Panini-Comic-Heft habe ich gefunden. Ja, Batman 89. Und zwar kannte ich vorher noch nicht. Das ist quasi eine inoffizielle Comic-Fortsetzung zu den beiden Batman-Filmen von Tim Burton. Also der schließt an den 92er Batman Returns an. Finde ich sehr toll. Habe ich jetzt noch nicht gelesen, werde ich nachholen. Mal gucken, habe ich vor dem Flash-Film durchzulesen. Sehr schönes Comic hier. Ist auch Catwoman dabei und so weiter. Ja, finde ich sehr, sehr toll. Ist wahrscheinlich kein Kanon. Ja, ich habe jetzt gehört, dass der Flash-Film 30 Jahre nach
Batman Returns spielen soll. Batman Returns kam 92 ins Kino, also spielt Flash 2022, also im letzten Jahr. Ja, ich befürchte halt, dass dieser Comic hier keine Rolle spielt, dass der nicht in den Kanon einfließt, aber wer weiß das schon. Ja, ich lasse mich überraschen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare natürlich. So, das war Batman, das war Comic und dann machen wir gerade weiter mit Büchern. Ich habe hier wieder was, auch von einem Film, der dieses Jahr ins Kino kommt im Juni, und zwar der neue Indiana Jones Film. Ich habe das schon in anderen Videos von mir gesehen. Ich bin aktuell sehr im Indiana Jones Fieber, habe auch jetzt die alten Filme nochmal durchgeguckt, möchte den Film unbedingt im Kino sehen und habe dann auch auf dem Flohmarkt wiederum, jetzt springen wir wieder zum Flohmarkt, hier dieses schöne Buch gefunden. Ja, ein Taschenbuch von Goldman, Indiana Jones und der Stein der Weisen. Ja, das war ja eine Reihe in den 90ern, meine ich, sind die Bücher rausgekommen. Da gibt es x Stück von. Ich habe bisher eins gehabt, das habe ich noch aus meiner Kindheit. Das Schwert des Genghis Khan. Und das hier habe ich jetzt für 50 Cent auf dem Flohmarkt mitgenommen. Ein Taschenbuch, ja, wo halt Indiana Jones noch wesentlich mehr Abenteuer erlebt und ganz viele Sachen findet, Artefakte sucht und so weiter. Ich fand das Schwert des Genghis Khan fand ich super toll damals, habe aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen mir nie weitere Bücher geholt. Das ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Jetzt habe ich das Buch auf dem Flohmarkt gefunden und habe jetzt wieder eine Pflichtlektüre. Aber das war nicht die einzige Indiana Jones Pflichtlektüre, weil ich schwenke mal kurz hier runter, beziehungsweise ich begebe mich mal nach unten und hole was rauf, was ganz schön schwer ist. Und zwar habe ich eine komplette Sammlung. Mir fehlt jetzt ein Buch von der Bücherreihe, das sind so Hardcover, die Abenteuer des jungen Indiana Jones gefunden. Die sind von eBay Kleinanzeigen, die sind hier auch aus meinem Umkreis, die habe ich auch wieder abgeholt. Ja, ich habe 10 € bezahlt für 11 Bücher. Bücher sind eigentlich nicht wirklich irgendwas wert, meiner Meinung nach, ja, aber die sind in einem super tollen Zustand. Ja, sind teilweise ein bisschen nachgedunkelt hier, ja, aber das macht mir überhaupt nichts. Und ich dachte mir, bevor man die jetzt einzeln irgendwie alle zusammensucht, ja, vielleicht habe ich hier irgendwie ein tolles Cover. Ist ja Sean Patrick Flannery, der den jungen Indiana Jones gespielt hat, aus der TV-Serie, die es damals gab. Die kam nach Indiana Jones der letzte Kreuzzug, irgendwann Anfang der 90er, meine ich, raus, die Serie. Da habe ich auch schon eine Videokassette von und erzählt halt die Geschichte. Wie sollte man es anders meinen? Vom jungen Indiana Jones. Ja. 11 Bücher, habe ich einiges zu lesen. Wie gesagt, 11 Bücher, 10 €, kann man nichts sagen, oder? Was meint ihr? So, Masters of the Universe gibt es auch noch. Ich habe mir mal wieder eine Origins-Figur geholt. Die Origins sammle ich ja nicht mehr so, wie ich es noch zu Anfang gemacht habe. Mir wurde das irgendwann zu viel. Mir wurden irgendwann dann halt kamen Figuren raus, die mich so null interessiert haben, die nichts mit Masters of the Universe zu tun haben. Dann kamen mir zu viele Varianten von He-Man und Skeletor raus, anstatt halt irgendwelche Figuren, die noch gefehlt haben. Dann hat es an der Verfügbarkeit gelegen. Ja, manche Figuren hast du wie Leech und Snoutspout nicht in Deutschland bekommen. Du musstest hier teilweise die Läden abklappern, ja, oder du musstest halt Unsummen bezahlen, um diverse Figuren zu bekommen. Mattel hat da kein gutes Konzept, finde ich, ja. Und ich habe mich dagegen entschieden, das weiter zu unterstützen. So hinterher zu sein, ganz einfach, ja, um unbedingt diese Figuren haben zu wollen. Wenn ich eine finde, wenn ich eine angeboten bekomme, wie auch immer, ja, die mir gefällt, die mir zusagt, dann hole ich mir die. Das war jetzt hier der Fall. Ich habe mir jetzt einen Mini-Comic Roboto geholt. Die Mattel Creations Figuren zum Beispiel finde ich toll, wenn es halt so Repaints sind und so weiter. Ja, den He-Skeletor hatte ich ja auch in einem anderen Video schon mal erwähnt bzw. gezeigt. Das finde ich halt toll. Das war jetzt ein richtiges Exclusive. Und hier diese Mini-Comic-Versionen finde ich auch eigentlich alle richtig toll. Ich glaube, die habe ich auch alle soweit bei mir komplett, ja, weil so hat er halt ausgesehen. So hat er ursprünglich ausgesehen im Mini-Comic. Damals, bevor er halt dann doch halt auf Blau, auf die blaue Farbe an Beinen und Armen geändert wurde und so weiter. Und den habe ich gesehen, der hat mich irgendwie 15 € gekostet und dachte mir, den nimmst du mit. Ja, ist wieder mal eine Origins-Figur. Wie gesagt, ich bin weit ab davon, ein Komplettsammler
oder ich habe das aufgegeben, ein Komplettsammler zu sein, ein Fullset-Sammler. Ich hole mir die Figuren, die mir Spaß machen, die mir gefallen, und der Roboto war einer davon. So Leute, das war ein kleines Update von meinen Neuheiten. Flohmarkt, eBay, ja, eBay Kleinanzeigen vor Ort abgeholt. Ja, was ist euch eigentlich am liebsten? Ja, geht ihr gerne auf Flohmärkte? Sucht ihr ausschließlich auf Flohmärkten? Sagt ihr, nein, ich lasse Flohmärkte sein, ich kaufe mir das lieber direkt online? Ja, weil wer weiß ja nicht, man weiß ja nie, was man auf dem Flohmarkt findet, etc. Ja, Leute, das waren meine Funde vom Flohmarkt, von eBay, von Kleinanzeigen, und ich glaube sogar das Buch habe ich sogar von Amazon, das Batman-Buch. Also kreuz und quer alles mal wieder hier in dem Video vertreten. Kurzes Update-Video zu meinen Neuheiten. Wie gesagt, zur Ursprungsfrage nochmal zurückzukommen. Was haltet ihr von den aktuellen Flohmärkten? Ja, bei mir ist es halt so viel Neuware mittlerweile. Ja, es sind so viele Klamottenstände, es ist so viel, keine Ahnung, Werkzeug, ja, Porzellan und so weiter. Ja, und teilweise halt beim Porzellan und bei den Klamotten neue Sachen. Beim Werkzeug liegen da verrostete Zangen und alles Mögliche rum. Wie ist es bei euch? Wie gesagt, interessiert mich sehr. Findet ihr da noch was? Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Raune.